Stellen Sie sich vor, Sie stehen einem Mann gegenüber, der mehr Geld besitzt als ganze Staaten, und Sie würden es nicht einmal bemerken. Kein Penthouse, keine Yacht, keine sichtbaren Zeichen von Macht, nur ein älterer Mann auf einem unscheinbaren Golfplatz im Ruhrgebiet. Ein zerknitterter Anorak, eine Thermoskanne in der Hand, ein Gesicht, das niemand ein zweites Mal ansehen würde. Das ist kein Zufall, denn dieser Mann hat sein ganzes Leben damit verbracht, unsichtbar zu bleiben. Nicht aus Bescheidenheit, sondern aus einem Grund, den die meisten Menschen nie verstehen werden. Sein Name ist Karl Albrecht. Und die Geschichte hinter diesem Namen ist keine Geschichte über Geld. Sie ist eine Geschichte über Kontrolle, über Misstrauen und über zwei Brüder, die gemeinsam alles aufgebaut haben und sich dann entschieden haben, einander für den Rest ihres Lebens zu verlieren. Die meisten Menschen kennen den Namen, aber fast niemand kennt die Geschichte dahinter. Aldi. Ein Wort, das so alltäglich geworden ist, dass es kaum noch auffällt. Ein Laden, in den man geht, ohne nachzudenken. Ein System, das funktioniert, ohne sich zu erklären. Darin liegt das eigentliche Geheimnis. Aldi wurde nicht dafür gebaut, verstanden zu werden. Es sollte einfach funktionieren. Schneller, günstiger, radikaler als alles, was es davor gab. Und die Männer hinter diesem System haben ihr eigenes Leben auf dieselbe Weise reduziert. Sie haben alles entfernt, was nicht absolut notwendig war. Öffentlichkeit, Interviews, Persönlichkeit, Nähe. Was übrig blieb, war ein Imperium. Und zwei Menschen, über die selbst die ihnen am nächsten standen, kaum etwas sagen konnten. Nicht, weil es nichts zu erzählen gab, sondern weil sie entschieden hatten, dass niemand es jemals erfahren sollte. Was zwischen Karl und Theo Albrecht wirklich passiert ist, weiß bis heute niemand. Keine Mitarbeiter, keine Anwälte, nicht einmal ihre eigenen Familien. Und das ist kein Zufall. Denn was auch immer zwischen diesen beiden Brüdern zerbrochen ist, es war tief genug, dass sie beschlossen haben, es für immer zu verbergen. Sie haben zusammen alles aufgebaut, jeden Laden, jede Entscheidung, jeden Schritt nach oben. Und dann irgendwann haben sie aufgehört, miteinander zu sprechen. Nicht öffentlich, nicht laut, nicht mit einem großen Streit, den man hätte verstehen können, sondern leise, endgültig. Und genau das macht diese Geschichte so ungewöhnlich. Es geht hier nicht darum, wie man ein Imperium aufbaut, sondern darum, was es am Ende kostet. Um zu verstehen, wie diese Geschichte wirklich beginnt, muss man zurückgehen. Nicht zu den Milliarden, nicht zu den Filialen, sondern an einen Ort, an dem es nichts von alledem gab. Essen. 1920er Jahre. Das Ruhrgebiet ist kein Ort des Reichtums. Es ist ein Ort der Arbeit. Kohle. Staub. Menschen, die morgens aufstehen und abends erschöpft nach Hause kommen und am nächsten Tag wieder dasselbe tun. Hier entsteht nichts Großes. Hier überlebt man. Und genau hier beginnt die Geschichte von Karl und Theo Albrecht. In einer kleinen Straße in Essen steht ein Laden, den kaum jemand beachten würde. Kein Schild, das Aufmerksamkeit sucht. Keine Auslage, die beeindrucken will. Nur das, was gebraucht wird. Hinter der Theke steht eine Frau. Anna Albrecht. Sie verkauft keine Ideen, keine Marken, keine Versprechen. Sie verkauft das Nötigste. So günstig wie möglich. So einfach wie möglich. Ohne alles, was nicht unbedingt sein muss. Und genau das ist der Punkt. Denn was hier entsteht, wirkt unscheinbar, fast banal. Aber es ist ein Prinzip, ein System. Und zwei Jungen wachsen genau in diesem System auf. Nicht mit Theorien, nicht mit Büchern über Wirtschaft, sondern mit der stillen täglichen Lektion, wenn etwas nicht notwendig ist, dann gehört es nicht ins Geschäft. Ihr Mann ist Bergmann, er arbeitet unter der Erde. Das Geld, das er verdient, ist nicht viel, und es wird weniger, als seine Lungenerkrankung ihn zunehmend außer Gefecht setzt und schließlich zwingt, die Arbeit ganz aufzugeben. Die Familie lebt vom Laden, der Laden lebt von Anna Albrechts Instinkt dafür, was Menschen wirklich brauchen und was sie sich leisten können. Karl wird 1920 geboren, Theo 1922, 2 Jahre Unterschied. Eine Distanz, die klein genug ist, um sie zu Verbündeten zu machen und groß genug, um zwischen ihnen eine Hierarchie zu begründen, die nie ganz verschwindet, auch dann nicht, wenn beide längst erwachsene Männer sind, die Imperien führen. Sie wachsen im Laden auf, nicht im übertragenen Sinne, buchstäblich. Der Laden ist Teil des Hauses. Die Grenze zwischen Familie und Geschäft existiert nicht, weil Anna Albrecht eine solche Grenze nie gezogen hat und weil es in einem Arbeiterviertel des Ruhrgebiets in den 1930er Jahren ohnehin keinen Sinn macht, Arbeit und Leben voneinander zu trennen. Beides ist dasselbe. Beides muss funktionieren, damit das andere funktioniert. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte, nicht Anna, nicht die Söhne, nicht die Nachbarn, die täglich in den kleinen Laden kamen, war, dass dieser schlichte, unscheinbare Ort der Ausgangspunkt für etwas werden würde, das die Welt des Handels grundlegend verändern würde. Der Krieg unterbricht alles. Karl und Theo werden eingezogen, sie kämpfen, sie überleben.
Was sie in diesen Jahren erleben, auf welchen Schlachtfeldern sie stehen, was sie sehen, was sie tun müssen, was sie verlieren, darüber haben beide nie gesprochen. Nicht öffentlich, wahrscheinlich auch nicht privat, zumindest nicht in einer Weise, die jemand anderes hätte bezeugen können. Das ist das erste große Schweigen in der Geschichte der Albrecht-Brüder. Es wird nicht das letzte sein. Sie kehren zurück nach Essen. Die Stadt ist zerstört. Das Ruhrgebiet liegt in Trümmern, unter einer Schicht aus Asche und dem stummen Zeugnis von dem, was ein Krieg aus einer Industrieregion machen kann, wenn er lange genug dauert. Die Menschen sind erschöpft und arm und hungrig und sie brauchen das Nötigste. Genau das. Anna Albrechts Laden steht noch, kaum beschädigt, als hätte das Schicksal diese eine kleine Bäckerei und den Lebensmittelladen verschont, damit ihre Söhne einen Ausgangspunkt haben. Und genau hier beginnt der eigentliche Wendepunkt. Als Karl und Theo Albrecht nach dem Krieg zurückkehren, ist nichts mehr so, wie es war. Die Stadt liegt in Trümmern. Die Menschen haben nichts. Und das wenige, das bleibt, muss reichen. Der Laden ihrer Mutter steht noch. Und plötzlich ist er nicht mehr nur ein Laden. Er ist alles. Karl und Theo sind Mitte 20. Kein Kapital, keine Ausbildung, kein Plan im klassischen Sinne. Nur eine Realität, die keinen Spielraum lässt. Sie übernehmen, nicht weil sie bereit sind, sondern weil es keine Alternative gibt. Und genau hier beginnt etwas, das später wie eine Strategie aussehen wird, aber in Wahrheit aus Not entstanden ist. Sie reduzieren. Alles. Keine Auswahl. Keine unnötigen Produkte. Keine Experimente. Nur das, was funktioniert. Schnell. Günstig. Alles. Keine Auswahl. Keine unnötigen Produkte. Keine Experimente. Nur das, was funktioniert. Schnell. Günstig. Zuverlässig. Nicht aus Vision, sondern aus Zwang. Und dann passiert etwas, das niemand erwartet hätte. Es funktioniert. Ein Laden wird zu 2. 2 werden zu 3. Und plötzlich ist es kein Experiment mehr. Es ist ein System, das wächst, leise, kontrolliert, unaufhaltsam. Was sie aufbauen, wirkt von außen simpel, fast zu simpel. Und genau deshalb unterschätzen es alle. Weniger Produkte, weniger Kosten und vor allem weniger Entscheidungen. Alles, was nicht zwingend notwendig ist, verschwindet. Kein Design, das ablenkt, keine Auswahl, die verwirrt, keine Prozesse, die Zeit kosten. Nur ein Ziel, so günstig wie möglich, so klar wie möglich. Und genau das macht ihr System gefährlich. Es funktioniert. Mit einer Einfachheit, die im Nachhinein unvermeidlich erscheint, aber die in jener Zeit alles andere als selbstverständlich war. Bis 1950 sind es 13 Läden. 5 Jahre später über 100. Ohne Investoren, ohne große Ankündigungen, ohne Aufmerksamkeit. Nur ein Prinzip, das sich immer wieder beweist. Und genau das ist der Unterschied. Sie wachsen nicht, weil sie expandieren. Sie wachsen, weil ihr System nicht aufhört zu funktionieren. Doch das war noch nicht die Entscheidung, die alles verändern würde. Und dann kommt eine Entscheidung, die auf den ersten Blick vollkommen banal wirkt. So banal, dass man kaum glauben kann, was sie auslöst. Zigaretten. Sollen sie verkauft werden oder nicht? Eine einfache Frage. Ja oder nein? Theo sagt, ja, mehr Kunden, mehr Frequenz, mehr Umsatz. Ein logischer Schritt. Karl sagt, nein. Zu kompliziert, zu riskant, zu weit entfernt von dem, was ihr System stark gemacht hat. Auch ein logischer Schritt. Und genau hier liegt das Problem. Denn es geht längst nicht mehr um Zigaretten. Es geht um Kontrolle, um Prinzipien, um die Frage, ob man ein System verändert, das funktioniert, oder ob man es schützt, egal was es kostet. 2 Brüder, 2 Perspektiven. Und keiner von beiden ist bereit nachzugeben. Was in diesen Gesprächen gesagt wird, weiß niemand. Keine Aufzeichnungen, keine Zeugen, nur das Ergebnis. 1960 wird das Unternehmen geteilt. Aldi Nord, Aldi Süd. Und etwas anderes zerbricht in diesem Moment gleich mit. Nicht laut, nicht dramatisch, aber endgültig. Sie hören auf, miteinander zu sprechen. Nicht aus einem einzigen klaren Grund, nicht wegen eines Moments, den man benennen kann, sondern weil keiner von beiden bereit ist, nachzugeben. Was in diesen Wochen zwischen den Brüdern wirklich gesagt wurde, weiß niemand. Keine Protokolle, keine Zeugen. Am Ende bleibt nur das Ergebnis. 1960 wird das Unternehmen geteilt. Aldi Nord, Aldi Süd. Theo übernimmt den Norden, Karl den Süden. Eine unsichtbare Grenze entsteht und sie bleibt bis heute bestehen. Und die beiden Brüder, die Männer, die zusammen aufgewachsen waren, zusammen im Krieg gewesen waren, zusammen den kleinen Laden ihrer Mutter übernommen und daraus ein Imperium gebaut hatten, hörten auf, miteinander zu sprechen. Nicht vollständig, nicht offiziell, aber in der Tiefe, in der Vertrautheit, in dem Sinne, der mehr als Geschäft ist, in diesem Sinne endete die Beziehung der Brüder Albrecht 1960. still, ohne Ankündigung. Wie so vieles in ihrem Leben.
Was nach der Spaltung folgte, war in gewisser Weise noch erstaunlicher als das, was davor gekommen war. Beide Brüder bauten ihre jeweiligen Imperien weiter aus, unabhängig voneinander, ohne Koordination, manchmal in direkter Konkurrenz. Aldi Nord expandierte in die Niederlande, nach Belgien, nach Frankreich, nach Dänemark. Aldi Süd expandierte in die Vereinigten Staaten, nach Australien, nach Großbritannien, in Länder, die zuvor noch nie von einem deutschen Discounter gehört hatten und die das Konzept innerhalb weniger Jahre vollständig adoptierten. Und dann passiert etwas, das alles verändert. Es funktioniert nicht nur in Deutschland, es funktioniert überall. New York, London, Sydney, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Menschen und trotzdem dasselbe Ergebnis, weil ihr System nicht deutsch ist. Es ist menschlich. Hier passiert etwas, das niemand erwartet hätte. Die Brüder, die reicher wurden mit jedem Jahr, die Märkte betraten und dominierten und sich zurückzogen und wieder eintraten mit einer Stille, die die Konkurrenz fassungslos machte, diese Brüder begannen zu verschwinden. Nicht aus dem Geschäft, aus der Öffentlichkeit. Es gibt Unternehmen, deren Gründer zu öffentlichen Figuren werden, die Interviews geben und Bücher schreiben und auf Konferenzen auftreten und zu Symbolen ihrer eigenen Ideen werden. Steve Jobs war das. Richard Branson ist das. Elon Musk ist das im Übermaß. Karl und Theo Albrecht waren das Gegenteil. Sie gaben keine Interviews. Sie ließen sich nicht fotografieren oder wenn doch, dann so selten, dass die wenigen Bilder, die existieren, von Sammlern und Journalisten wie Reliquien behandelt werden. Sie sprachen nicht über ihr Unternehmen, nicht über ihre Philosophie, nicht über ihre Erfolge. Sie erschienen nicht auf Jahreshauptversammlungen. Sie hielten keine Reden. Sie ließen ihre Anwälte sprechen und ihre Zahlen sprechen und den Rest in einem Schweigen stehen, das so vollständig war, dass es selbst zur Marke wurde. Wer nichts sagt, lässt andere reden. Und die Gerüchte, die über die Albrecht-Brüder kursierten, hatten die Qualität von Legenden, halb wahr, halb erfunden, vollständig faszinierend. Karl, so hieß es, lebe in einem unauffälligen Haus in Essen, fahre einen alten Wagen, kaufe seine Kleidung nicht in den Boutiquen, die sich Männer seines Reichtums leisten würden, sondern in Läden, die seine Nachbarn nutzten. Er golfe, er lese, er lebe ein Leben, das von außen betrachtet dem eines gut situierten Rentners ähnelte und das von innen. Nun, das wusste niemand. Niemand durfte es wissen. Theo lebte ähnlich, diskret, zurückgezogen, ohne die Gesten der Macht, die andere Milliardäre so selbstverständlich zur Schau stellen. Er war verheiratet, hatte Kinder, lebte in Mülheim an der Ruhr in einer Villa, die groß war, aber nicht ostentativ. Nicht so, dass ein Passant beim Vorbeigehen gewusst hätte, dass hier einer der reichsten Menschen der Welt lebte. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte, auch nicht die engsten Mitarbeiter der Brüder, auch nicht die Journalisten, die jahrzehntelang versuchten, hinter die Fassade dieser Diskretion zu schauen, war, dass das Schweigen der Albrecht-Brüder nicht nur Strategie war. Es war auch Schutz. Schutz vor einer Welt, die sie bereits im Visier hatte. Der 29. November 1971 beginnt wie jeder andere Tag. Und genau das ist das Problem. Theo Albrecht ist ein Mann der Routine. Immer derselbe Weg, immer dieselbe Uhrzeit, immer dieselben Abläufe. Ein System, ein Leben, das funktioniert, weil nichts dem Zufall überlassen wird. Bis zu diesem Morgen. Er verlässt sein Büro, geht hinaus. Und in diesem Moment verliert er zum ersten Mal in seinem Leben die Kontrolle. 2 Männer warten auf ihn. Keine Worte, keine Warnung, nur ein schneller, präziser Zugriff. Ein Auto, eine Tür, die sich schließt. Und dann Stille. Theo Albrecht verschwindet. Einer der reichsten Männer Deutschlands ist plötzlich nicht mehr auffindbar. Was folgte, waren 17 Tage, die in der Geschichte der deutschen Kriminalität als eines der aufsehenerregendsten Entführungsfälle der Nachkriegszeit gelten. 17 Tage, in denen Theo Albrecht in einem Versteck saß, wo genau, das hat er nie öffentlich gesagt, und in denen seine Familie und seine Anwälte mit den Entführern verhandelten. Die Forderung 7 Millionen D-Mark. Karl Albrecht zahlte. Oder genauer, es wurde gezahlt. Wer genau was entschied, wer das Geld aufbrachte, wie die Übergabe organisiert wurde, das gehört zu den Dingen, über die die Familie Albrecht nie gesprochen hat. Was bekannt ist, Theo Albrecht kam frei. Die Entführer wurden später gefasst und verurteilt. Das Geld wurde, zumindest teilweise, zurückgeholt. Aber Theo Albrecht war nicht mehr derselbe Mann. Er war vorher schon diskret gewesen, er war vorher schon vorsichtig gewesen, misstrauisch gegenüber der Öffentlichkeit, verschlossen gegenüber allem, was über das Notwendige hinausging. Nach der Entführung wurde diese Vorsicht zur Paranoia, nicht in einem klinischen Sinne, nicht auf eine Weise, die sein Funktionieren beeinträchtigte, aber auf eine Weise, die seine Umgebung spürte und die sich in jedem Aspekt seines Lebens niederschlug. Er verließ das Haus kaum noch. Er mied öffentliche Orte. Er bewegte sich, wenn er sich bewegte, mit einem Sicherheitsaufwand, der selbst für einen Mann seines Reichtums ungewöhnlich war,
Die Welt, die er ohnehin nie wirklich hatte einlassen wollen, wurde noch weiter draußen gehalten, hinter Mauern und Protokollen und einem Misstrauen, das seine engsten Mitarbeiter beschrieben als die Atmosphäre eines Mannes, der weiß, dass das Schlimmste möglich ist, weil es ihm bereits passiert ist. Und die Beziehung zu Karl? Darüber schwieg er, wie über alles andere. Was die beiden Brüder verband und trennte, ist das zentrale Rätsel dieser Geschichte. Und es ist ein Rätsel, das keine endgültige Auflösung hat, weil die Menschen, die es hätten lösen können, es nie getan haben. Nach der Spaltung 1960 existierten Karl und Theo Albrecht als zwei parallele Universen. Dieselbe Herkunft, dieselbe Mutter, dieselbe Kindheit in demselben kleinen Laden in der Hüttenstraße. Dieselbe Erfahrung des Krieges, des Wiederaufbaus, des Aufstiegs aus einer Welt, die ihnen nichts geschenkt hatte. Und dennoch zwei Männer, die so vollständig getrennt voneinander operierten, dass selbst ihre engsten Mitarbeiter manchmal vergaßen, dass das andere Unternehmen, das in der anderen Hälfte Deutschlands und der anderen Hälfte der Welt dieselben Läden betrieb, denselben Ursprung hatte. Sie für geschäftliche Notwendigkeiten, für familiäre Anlässe, für die Momente, die das Leben auch den Entfremdetsten abverlangt. Aber was in diesen Begegnungen gesagt wurde, was in den Räumen geschah, in denen die Brüder Albrecht allein waren, das ist unbekannt. Vollständig unbekannt. Kein Mitarbeiter hat je einen Bericht über ein persönliches Gespräch zwischen Karl und Theo Albrecht hinterlassen. Keine Biografie, keine Memoiren, kein Brief, der den Kern ihrer Beziehung beschreibt, als hätten beide Brüder entschieden, dass was zwischen ihnen war, Zuneigung, Entfremdung, Stolz, Verletzung, Schuld, was immer es gewesen sein mag, der Öffentlichkeit nichts angehe. Nicht einmal der Geschichte. Das ist vielleicht das Seltsamste an dieser Geschichte. Nicht die Milliarden, nicht die Expansion, nicht die Diskretion, die zur Legende wurde, sondern das Schweigen zwischen zwei Männern, die alles miteinander geteilt hatten und dann nichts mehr. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Der eigentliche Preis des Schweigens würde sich erst später zeigen. Wenn dich solche Geschichten interessieren, Geschichten, die man sonst nicht hört, dann abonniere den Kanal. Es gibt eine Form von Reichtum, die man nicht sieht, nicht weil sie versteckt wird, sondern weil sie so alltäglich geworden ist, dass man sie nicht mehr hinterfragt. Man geht in den Laden, man nimmt, was man braucht, man bezahlt und geht wieder, ohne nachzudenken. Und genau das war die eigentliche Idee. Ein System, das so gut funktioniert, dass man vergisst, dass es überhaupt existiert. Um zu verstehen, was Aldi wirklich ist, nicht als Unternehmen, sondern als Idee, als System, als Philosophie des Handels, muss man verstehen, was es nicht ist. Und was es nicht ist, ist fast alles, was der moderne Einzelhandel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden war. Die Supermarktrevolution der Nachkriegsjahrzehnte war in ihrem Kern eine Revolution der Auswahl. Mehr Produkte, mehr Marken, mehr Varianten desselben Produkts in unterschiedlichen Größen und Farben und Verpackungsdesigns, die alle dieselbe Botschaft ausstrahlten: Hier gibt es alles. Hier kann man wählen. Hier ist der Kunde ein mündiger Mensch, der aus 100 Varianten des Frühstücksmüslis die eine heraussucht, die zu ihm passt. Die Albrecht-Brüder hielten das für Unsinn. Nicht öffentlich. Sie hielten fast alles nicht öffentlich. Aber in der Struktur ihrer Läden, in der Logik ihres Systems, in jedem Detail der Aldi-Philosophie steckte die stille, unausgesprochene Überzeugung, dass der Kunde keine 100 Varianten braucht. Der Kunde braucht ein gutes Müsli zu einem fairen Preis. Der Rest ist Theater. Was dieses System leistete, war in seiner Zeit revolutionär und wird in seiner Wirkung bis heute unterschätzt. Aldi zwang die gesamte Lebensmittelindustrie, ihre Preise zu überdenken. Wenn Aldi Joghurt zu einem Preis anbieten konnte, der halb so hoch war wie der Markenkonkurrenz, und wenn dieser Joghurt genauso gut war, manchmal vom selben Hersteller in einer anderen Verpackung produziert, dann stellte sich die Frage, was der Markenaufpreis wirklich war, nicht Qualität, Werbung, Image, die Geschichte, die eine Verpackung über sich selbst erzählt. Aldi erzählte keine Geschichte über sich selbst, Aldi schwieg, und das Schweigen funktionierte besser als jede Kampagne. Doch das war nur die oberflächliche Erklärung des Erfolgs. Die tiefere lag woanders. Was Karl und Theo Albrecht wirklich voneinander unterschied und was die Spaltung von 1960 zu mehr machte als einem geschäftlichen Streit über Zigaretten, war eine fundamentale Verschiedenheit in der Art, wie sie die Welt sahen. Theo war, in dem Maß, in dem man über einen Mann sprechen kann, über den niemand je wirklich gesprochen hat, der pragmatischere der beiden. Er glaubte an Wachstum durch Volumen, mehr Produkte, mehr Filialen, mehr Märkte, solange das Grundprinzip der Einfachheit gewahrt blieb. Er war derjenige, der früh erkannte, dass Aldi Nord in andere europäische Märkte expandieren musste, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Er war derjenige, der die Internationalisierung vorantrieb, bevor das Wort in der deutschen Einzelhandelslandschaft überhaupt geläufig war. Karl war anders, stiller, noch stiller als sein Bruder, was kaum möglich schien, aber stimmte. Er war derjenige, der lieber einen Schritt langsamer ging und dafür sicherer, der überlegte, wo Theo handelte, der zweifelte, wo Theo entschied.
Ihre Arbeitsteilung im gemeinsamen Unternehmen war nie offiziell festgelegt worden, sie hatte sich ergeben aus dem natürlichen Gefälle zwischen zwei Menschen, die unterschiedlich schnell denken und unterschiedlich viel riskieren wollen. Als diese Arbeitsteilung endete, als die gemeinsame Firma aufhörte zu existieren und an ihre Stelle zwei getrennte Welten traten, verloren beide mehr als einen Geschäftspartner. Sie verloren den einzigen Menschen, der wirklich wusste, was der andere dachte. Ob ihnen das klar war in dem Moment, als sie die Papiere unterschrieben, ob sie wussten, was sie aufgaben, zusammen mit dem, was sie aufteilten, das weiß, wie so vieles in dieser Geschichte, niemand. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte, war, dass die Spaltung des Unternehmens erst der Anfang einer viel tieferen Trennung war. Die 1970er Jahre waren für beide Brüder Jahrzehnte des stillen, beharrlichen Wachstums. Aldi Nord expandierte in die Benelux-Länder und nach Frankreich und nach Dänemark. Aldi Süd folgte dem amerikanischen Markt, ein Markt, der so anders war als das Ruhrgebiet, so laut und so selbstbewusst und so überzeugt von der eigenen Überlegenheit, dass niemand erwartet hatte, ein deutsches Discount-Konzept würde dort funktionieren. Es funktionierte. Mit einer Stille, die die amerikanische Einzelhandelslandschaft zunächst ignorierte und dann, als sie die Zahlen sah, fassungslos machte. Aldi öffnete Filialen in Ohio, in Iowa, in den Mittelstaaten, dort wo die Menschen wenig Geld hatten und viel Pragmatismus, dort wo das Albrecht-Prinzip so natürlich wirkte, als wäre es nie etwas anderes gewesen. Aber während die Imperien wuchsen, schrumpfte etwas anderes. Die Öffentlichkeit bemerkte es kaum. Sie sah die Läden wachsen, sah neue Märkte erschlossen werden, sah das Aldi-Prinzip sich ausbreiten wie ein stilles Feuer, das keine Flammen macht, sondern einfach brennt. Was sie nicht sah, was sie gar nicht sehen konnte, weil Karl und Theo Albrecht es mit einer Konsequenz vor der Welt verbargen, die selbst ihre engsten Mitarbeiter respektierten und fürchteten, war das persönliche Verhältnis der beiden Brüder. Es gab Momente, in denen Menschen, die für beide Teile des Unternehmens arbeiteten, berichteten, dass die Kommunikation zwischen Aldi Nord und Aldi Süd auf einem Minimum gehalten wurde, das kaum über das geschäftlich Unumgängliche hinausging. Gemeinsame Einkaufsstrategien wurden gelegentlich koordiniert, das war wirtschaftlich sinnvoll und wurde entsprechend praktiziert. Aber die Koordination lief über Anwälte und Berater und zwischengeschaltete Instanzen, selten direkt, selten persönlich. Zwei Brüder, dieselbe Herkunft, dasselbe System. Zwei getrennte Welten, die nebeneinander existierten, ohne sich zu berühren. Und dann 1971, jener Novembertag, der alles veränderte. Die Entführung Theo Albrechts hinterließ Spuren, die tiefer gingen, als alle Berichte es beschreiben konnten. 17 Tage, in denen ein Mann, der sein Leben der Kontrolle gewidmet hatte, der Kontrolle über Preise und Prozesse und Abläufe und die 1000 kleinen Variablen, die ein Handelsimperium täglich in Bewegung halten, vollständig ohne Kontrolle war. In der Hand von Menschen, für die er keine Person war, sondern eine Ressource, ein Mittel zum Zweck, ein Instrument, mit dem Geld gefordert werden konnte. Was Theo Albrecht in diesen 17 Tagen dachte, was er fühlte, wie er die Stunden verarbeitete, das hat er nie gesagt. Nicht einem Journalisten, nicht einem Biografen, wahrscheinlich nicht einmal seiner Frau, die in diesen Tagen in einer Angst lebte, die keine Außenstehende je vollständig erfassen konnte. Was nach seiner Freilassung beobachtbar war, war die Veränderung. Nicht dramatisch, nicht plötzlich, sondern wie ein langsames Abrücken von allem, was noch an die Öffentlichkeit grenzte. Theo Albrecht zog sich zurück in eine Welt, die er selbst kontrollieren konnte. Ein Haus, eine Familie, ein Leben, das nach seinen Regeln funktionierte und das die Außenwelt nur insoweit hereinließ, wie er es für unvermeidbar hielt. Karl auf der anderen Seite des unsichtbaren Bruderäquators reagierte anders. Er war nie öffentlich gewesen, er wurde noch stiller. Als würde die Entführung seines Bruders eine Botschaft enthalten, die er für sich selbst genauso deutlich las, wie Theo sie am eigenen Leib erfahren hatte: Die Welt draußen ist nicht sicher. Das Sichtbarsein ist ein Risiko. Das Schweigen ist der einzige wirkliche Schutz. Beide Brüder lebten das, was man einen Rückzug nennen könnte, aber der Begriff ist zu passiv, zu defensiv für das, was Karl und Theo Albrecht taten. Es war kein Rückzug, es war eine Entscheidung. Eine bewusste, konsequente, über Jahrzehnte aufrechterhaltene Entscheidung, die Welt auf Abstand zu halten, weil Nähe Verletzbarkeit bedeutete und Verletzbarkeit einen Preis hatte, den sie nicht zu zahlen bereit waren. Und genau hier in dieser gemeinsamen Entscheidung zum Schweigen liegt vielleicht das Einzige, das die beiden Brüder nach 1960 noch verband. Die 1990er und 2000er Jahre brachten eine neue Generation von Journalisten und Wirtschaftshistorikern, die versuchten, das Rätsel Aldi zu lösen. Nicht das unternehmerische Rätsel, das war längst gelöst, in zahllosen Fallstudien und Business-School-Analysen, die das Aldi-Modell seziert und erklärt und in Frameworks gepresst hatten, bis es so verständlich war, dass man es hätte kopieren können, wenn Verstehen allein genügt hätte, um etwas zu erschaffen. Das persönliche Rätsel. Die Frage, wer Karl und Theo Albrecht wirklich waren.
was sie dachten, was der Bruch von 1960 für sie bedeutet hatte, nicht geschäftlich, sondern menschlich. Die Antworten, die diese Journalisten fanden, waren Fragmente, Mosaiksteinchen ohne vollständiges Bild. Karl golfte, das war bekannt. Er hatte in Essen einen Golfplatz gebaut, nicht als Investition, sondern für sich selbst, weil er Golf liebte und weil er einen Ort brauchte, der ihm gehörte und an dem er ungestört war. Er lebte in einer Villa in Essen-Bredeney, diskret und gut gesichert, aber nicht abweisend in der Art, wie manche Reichen ihre Häuser zu Festungen machen. Er las viel, er interessierte sich für Kunst, eine Leidenschaft, die er nicht kultivierte wie ein Sammler, der Werke als Investitionen betrachtet, sondern wie ein Mensch, dem Bilder etwas sagen, das Zahlen nicht sagen können. Theo lebte in Mülheim an der Ruhr. Er spielte Golf, auch das war bekannt, und es war eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die Journalisten zwischen den Brüdern fanden und die entsprechend oft erwähnt wurde, als wäre Golf eine ausreichende Basis, um eine Beziehung zu beschreiben. Er engagierte sich für Kultur, der Bau der Mülheimer Kunsthalle und verschiedene kulturelle Institutionen profitierten von seiner Förderung, ohne dass er je öffentlich darüber sprach. Er war Katholik und lebte seinen Glauben auf eine stille, private Art, die niemanden etwas anging außer ihm selbst. Und die Beziehung zwischen den beiden? Die Frage stellten Journalisten. Die Antwort blieb aus. Immer konsequent, ohne Ausnahme. Doch das war nur der Teil der Geschichte, den die Öffentlichkeit sah. Was sich hinter den Kulissen abspielte, war komplizierter. In den letzten Lebensjahrzehnten beider Brüder übertrugen sie die Verantwortung für ihre jeweiligen Imperien schrittweise an die nächste Generation. Bei Aldi Süd übernahm Karls Sohn die Führung diskret, ohne öffentliche Ankündigung, ohne Pressekonferenz, in der Stille, die für alles charakteristisch war, was mit dem Namen Albrecht verbunden war. Bei Aldi Nord war die Nachfolge komplizierter, vielschichtiger, mit mehr Beteiligten und mehr Interessen. Was beide Prozesse verband, sie fanden ohne öffentliche Beteiligung statt. Keine Interviews, keine Profile in Wirtschaftsmagazinen, keine Dokumentarfilme, die mit der Familie gedreht wurden. Das Schweigen, das Karl und Theo Albrecht ihr ganzes Leben gepflegt hatten, wurde weitergegeben wie das Unternehmen selbst, als Erbschaft, als Wert, als etwas, das erhalten werden musste, weil es das Fundament von allem anderen war. Karl Albrecht starb am 16. Juli 2014, er war 94 Jahre alt. Die Pressemitteilung war kurz und nüchtern, kein Nachruf, den die Familie selbst formuliert hatte, keine persönlichen Worte, keine Anekdoten, nur die Fakten. Geburtsdatum, Todesdatum, ein Hinweis auf sein Lebenswerk. Die Nachrufe, die Journalisten schrieben, hatten eine merkwürdige Qualität. Sie waren lang und informationsreich über das Unternehmen und arm an allem anderen. Weil es nichts anderes gab, weil ein Mann, der 90 Jahre gelebt hatte, davon 7 Jahrzehnte an der Spitze eines der größten Handelsimperien der Welt, dieser Mann hatte der Öffentlichkeit so wenig hinterlassen, dass seine Biografie eine Leerstelle war, gefüllt mit Zahlen und Fakten und dem staunenden Unverständnis derer, die versuchten, einen Menschen hinter den Zahlen zu finden. Theo überlebte seinen Bruder. Er war bereits gesundheitlich angeschlagen, lebte in dem Rückzug, den die Entführung von 1971 begonnen und die folgenden Jahrzehnte vollendet hatten. Er starb am 24. Juni 2010, 4 Jahre vor Karl, 89 Jahre alt. 2 Brüder, beide über 90 oder knapp darunter, beide in einer Stille gestorben, die sie sich ihr Leben lang erarbeitet hatten. Beide mit Imperien, die weiter existierten und weiter produzierten und weiter rangen, als wären sie nie von Menschen abhängig gewesen, sondern hätten sich selbst erschaffen. Was bleibt, wenn man die Geschichte der Brüder Albrecht zu Ende denkt, ist nicht das, was man erwartet. Man erwartet vielleicht eine Lektion über Unternehmertum, über Disziplin und Fokus und das Prinzip der radikalen Vereinfachung, das Aldi groß gemacht hat. Man erwartet eine Geschichte über Erfolg, über 2 Männer, die aus einer kleinen Bäckerei in Essen eines der größten Handelsimperien der Welt gebaut haben und über das System, das sie entwickelt haben und das bis heute funktioniert, in Ländern, die zum Zeitpunkt der Gründung noch nicht einmal in ihrer heutigen Form existierten. All das ist wahr, aber es ist nicht die eigentliche Geschichte. Die eigentliche Geschichte ist die einer Beziehung. Einer Beziehung zwischen 2 Männern, die zusammen aufgewachsen sind, zusammen einen Krieg überlebt haben, zusammen eine Idee entwickelt haben, die die Welt veränderte und die dann aufgehört haben, miteinander zu sprechen. Nicht laut, nicht dramatisch, einfach aufgehört. Was die Zigarettenfrage 1960 wirklich war, ob sie der Grund für die Spaltung war oder nur der Anlass, die sichtbare Oberfläche eines tieferen Risses, der sich schon lange angebahnt hatte, das lässt sich nicht mehr beantworten. Die Menschen, die es wussten, haben es nicht gesagt. Und die Geschichte hat gelernt, mit Leerstellen zu leben. Was sich sagen lässt, ist, dass 2 Männer, die mehr als 30 Milliarden Euro zusammen besaßen, nicht gemeinsam, aber in derselben Familie mit demselben Namen aus demselben Ursprung, haben nie eine Biografie autorisiert,
nie ein Interview gegeben, das über das Formale hinausging, nie einen Menschen in ihre Welt gelassen, der hätte berichten können, was wirklich war. Das ist keine Bescheidenheit, das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die selbst über den Tod hinaus gilt, weil die Familien, die das Erbe verwalten, dasselbe Schweigen pflegen, das Karl und Theo Albrecht ihnen hinterlassen haben. Und morgen früh werden die Läden wieder öffnen, wie immer. Die Türen gehen auf, die Regale sind gefüllt, die Preise stehen auf den Schildern, alles funktioniert, genauso wie es geplant war. Und vielleicht ist genau das das Erstaunliche, ein System, das so effizient ist, dass man die Menschen dahinter nicht mehr sieht. Niemand denkt an Karl und Theo Albrecht, wenn er an der Kasse steht. Niemand fragt sich, wer dieses System gebaut hat oder was es gekostet hat. Und vielleicht ist genau das ihr größter Erfolg, ein Imperium zu erschaffen und gleichzeitig daraus zu verschwinden. Aber jede Entscheidung hat ihren Preis. Und dieser hier war ungewöhnlich hoch. Während ihr System immer größer wurde, wurde ihr eigenes Leben zunehmend enger. 2 Brüder, die alles miteinander geteilt hatten, haben am Ende nicht einmal mehr miteinander gesprochen. Kein Streit, den man erzählen kann, kein Bruch, den man erklären kann, nur Stille. Und diese Stille ist bis heute geblieben. Nicht in den Büchern, nicht in den Zahlen, sondern genau dort, wo ihre Geschichte eigentlich stattfinden sollte. Zwischen 2 Menschen.